Hallo Leute, herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, lang ist's her. Wir haben uns jetzt, glaube ich, 2 Wochen nicht gesehen. Ich weiß auch nicht, vielleicht werden es auch noch 3. Es war ganz schön was los in der Familie. Wir haben ja einige traurige Schicksalsschläge erlebt und dementsprechend war die Stimmung überhaupt nicht da, in irgendeiner Weise was zu filmen. Aber jetzt, heute, weil ich war gerade draußen, die Sonne scheint, heute Morgen war es noch relativ bewölkt, es ist jetzt gleich 10:30. Die Sonne scheint, es ist herrliches Frühlingswetter, die Vögel zwitschern und ja, da hat es mich einfach überkommen und da habe ich gedacht, heute starten wir wieder rein und legen wir wieder los. Passt natürlich nicht ganz so gut dazu, dass ich jetzt hier im dunklen Wohnzimmer sitze. Das liegt aber ein bisschen daran, dass ich jetzt heute hier mal unser angezogenes Gemüse zum Teil schon pikieren muss und umpflanzen muss. Ich habe auch schon angefangen. Wie gesagt, ich hatte ja wirklich noch mit dem Gedanken gespielt, so mache ich jetzt den Vlog diese Woche oder halt nicht. Die Glocke springt hier gerade hoch, kann ich euch aber nicht zeigen. Ja, und dementsprechend habe ich jetzt schon die ersten Tomatenpflänzchen in normal Blumenerde gepflanzt, in größere Töpfe. Die waren jetzt, ja, kommst du gucken? Sind doch noch nicht angegossen. Also die waren vorher in diesen Töpfen drin, immer zu dritt, wenn es alle 3 geschafft haben auszukeimen, in Anzuchterde. Und ja, langsam wird es dann Zeit, dass die auch mal in normale Erde kommen, in größere Töpfe, wo die dann dementsprechend schon ihre Größe erreichen können, damit wir sie rauspflanzen können. Eine Flocke? Ja, das betrifft nicht alles. Also wir haben auch jede Menge Paprikapflänzchen, die sind noch so hoch, die stehen noch zusammen im Töpfchen, auch in so einem Dreigespann. Deshalb weiß ich noch nicht so genau, ob ich die heute noch umpflanze, weil die noch relativ klein sind. Auf jeden Fall die Tomaten sind heute dran. Und ja, dann haben wir noch 3 Chili-Pflanzen. Da weiß ich aber auch noch nicht, wie gut die werden. Deswegen werde ich dementsprechend noch ein paar Chili-Pflanzen nachpflanzen oder aussäen. Da bin ich mal gespannt. Die müssten dann auch noch mal ein bisschen Gas geben, damit die rechtzeitig dann raus können. Und was wir dieses Jahr ausprobieren wollten, ich weiß nicht, ob Sarah euch das in irgendeinem Vlog mal gezeigt hat, wir werden dieses Jahr auch mal ein bisschen Mais pflanzen. Ganz normaler Zuckermais und wir schauen dann mal, wie das sich dann das Jahr über so verhält. Es muss auch noch draußen viel gemacht werden. Die eine Hälfte Garten ist noch nicht umgegraben. Ja, das wollen wir dann morgen machen. Heute ist ja Karfreitag. Man kann zwar draußen was machen, wenn es nicht zu laut ist. Und ich glaube, die Nachbarn sind auch alle im Garten und fleißig am Düngen, weil das Wetter bringt es halt einfach so mit sich. Aber ja, ich weiß nicht, ob ich das heute mache, weil eigentlich ist es geplant für morgen. Ja, ich würde sagen, ich habe hier sogar noch eine Tomatenpflanze. Das hier sind normale Tomatenpflanzen und das hier sind Johannisbeer-Tomatenpflanzen. Die sind sogar noch in noch kleineren Töpfchen drin. Also das wird echt langsam Zeit, dass die umgepflanzt werden. So, dementsprechend habe ich mir das hier gemütlich gemacht. Ich habe mir hier den Laptop hingestellt. Da gucke ich mir jetzt mal nebenbei irgendein paar Dokus an, wie irgendwelche Leute Fachwerkhäuser renovieren. Und in der Zeit, ja, werde ich mich mal hier ums Umtopfen bemühen. Und ich würde sagen, wir sehen uns später. Ja, hallo liebe Leute und damit auch mal ein herzliches Willkommen hier aus dem Off, gerade beim Vlog schneiden. Ja, euch wird gleich sicherlich auffallen, dass dieser Vlog diese Woche so ein kleines bisschen chaotisch ist. Das liegt einfach daran, dass ich hier so ein bisschen die Szenen unterschiedlich zusammengemixt habe. Also gleich seht ihr erstmal ja, den Anfang von dem Vlog von vor 2 Wochen. Das, was ihr gerade gesehen habt, das ist jetzt eine Woche alt, glaube ich. Und da schließen wir dann nachher nahtlos an. Aber ich wollte einfach euch das, was ich dann doch zwischendurch mal aufgezeichnet habe, nicht entgehen lassen. Und dementsprechend schauen wir uns das mal so ein bisschen an. Und ich werde dann mal zum späteren Zeitpunkt ein bisschen drüber kommentieren, was dann alles so passiert ist und was ich jetzt so im Blog nicht so erwähnt habe. Ich glaube, das ist vielleicht ein ganz guter, ja, Kompromiss. Aber dazu dann gleich mehr. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen zum neuen Vlog für diese Woche. Ja, Sonntag,
Es ist noch ganz hervorragendes Wetter. Vielleicht, ja, sieht man. Also hinter mir ist blauer Himmel und vor mir fängt es schon an, wieder zuzuziehen. Aber davon lassen wir uns die Stimmung nicht verderben. Ich habe ganz hervorragend geschlafen und auch lange diesmal. Ja, und den restlichen Sonntag werden wir dann wahrscheinlich auch damit verbringen, vor dem PC zu sitzen. Aber ich bin jetzt gerade auf dem Weg zum Auto, denn wir werden uns heute mal ein paar Brötchen vom Bäcker gönnen. Weil wir einfach gesagt haben, das war so eine stressige Woche, das war so viel Ärger. Und wir haben jetzt ein Mittagessen für heute, haben wir noch, von dem, was Sarah gestern gekocht hat. Ja, deshalb fahre ich jetzt los, hole ein paar Brötchen fürs Frühstück und dann machen wir es uns ganz gechillt, gemütlich. Und wir sehen uns später. So Leute, Montagmorgen. Mal schauen, wie die neue Woche wird. Ich bin gerade auf dem Weg zur Arbeit. Es ist noch, ja, nicht mal 6 Uhr. Naja, ich werde jetzt noch die Papiertonne an die Straße stellen und ja, dann bin ich mal gespannt, was die neue Woche so für mich bereithält. Ich hoffe, also laut Terminkalender wird es eine ruhige Woche, aber ich hoffe, es bleibt auch so. Gut, bis später. Guten Morgen Leute und herzlich willkommen am Mittwoch. Ja, Mittwoch. Heute liegt ein ganzer Haufen offizieller Termine an. Dementsprechend bin ich auch gekleidet. Aber ich fühle mich schon wieder absolut unwohl in diesen Klamotten. Also ja, ich habe viel lieber meine Arbeitshose an. Naja. Guten Morgen, liebe Leute, und herzlich willkommen am, ja, Samstag. Ich habe gerade überlegt, wie ich das am besten verpacke. Ja, das letzte, was ihr so gesehen habt, sind so ein paar Eindrücke gewesen vom Mittwoch, wo ich dann ja, unterwegs war auf ja, Meeting-Tour, sag ich mal, mit einem Kollegen zusammen. Ja, und dann sind die 2 Tage so wahnsinnig stressig geworden, dass ich ja, da wieder nichts geschissen bekommen habe, was die Vlog-Technik angeht. Also ja, es war wieder absolut wunderbar. Aber ich glaube, das hat sich jetzt alles soweit beruhigt und aufgeklärt. Wir hatten ja Donnerstag, war jetzt nicht so super stressig, aber da hatte ich dann den ganzen Tag Besprechungen von morgens bis abends hintereinander weg, verschiedene, wo ich dann teilweise auch ja, das dann führen musste und das war halt, ja, also, muss ich nicht sagen, ist ja eigentlich auch nicht so wirklich meine Welt, aber naja, auf jeden Fall ist das dann erledigt gewesen und alles, was dann am Donnerstag liegen geblieben ist, das muss ich dann dementsprechend gestern nochmal aufarbeiten. Ja, haben wir auch soweit geschafft. Ist jetzt auch soweit durch. Und jetzt will ich eigentlich die restliche Woche gar nicht mehr so großartig über Arbeit nachdenken, sondern wir wollen uns heute einen schönen Tag machen. Es ist jetzt relativ früh noch, ich glaube um 6, halb 7 vielleicht, wenn es hochkommt. Und ja, ich werde jetzt auf die Schnelle mal frühstücken. Und dann werden wir heute ein bisschen was aufräumen. Denn wir haben jetzt uns überlegt, wir haben noch ein paar wirklich alte Schränke, die jetzt keine rustikalen ja,
besonderen Wert mehr haben, sondern die einfach nur alt und kaputt sind. So Pressspan, Pappen, Schränke und so, die hier teilweise noch in den Werkstätten stehen. Das soll dann weg und wir wollen draußen in der Laube ein bisschen Platz machen, sodass dann an einem großen Fenster dann unser Gemüse umziehen kann. Ähm, Wie ihr sehen könnt, es ist schon richtig, richtig fleißig am Sprießen. Ich bin noch am Überlegen, die Stangenbohnen, eigentlich haben wir festgestellt, wir sind mit den Stangenbohnen etwas zu früh dran. Aber ja, und die können nicht so gut Frost ab. Also nur mal zum Vergleich. Das hier ist eine von denen, die draußen standen bei 3 Grad. Die ist seitdem minimal gewachsen. Also die legt jetzt gerade los und bekommt hier so einen Beputz in der Mitte. Dann zum Vergleich. Ich weiß nicht, ob ich das hier vorsichtig rausnehmen kann. Zum Vergleich. Dasselbe Exemplar. Nur, ich glaube sogar 3 Wochen später, also zumindest 2 Wochen später eingesät. Also da könnt ihr schon sehen, das macht schon ein bisschen was aus. Aber wir werden die nichtsdestotrotz trotzdem rauspflanzen und dann bekommen die schon ihre kleinen Rankhilfen und ja, jeder so einen kleinen Topf und dann schon mal so ein bisschen grob, wie die dann später wachsen sollen. Und ja, das ist es auch nicht so schlimm, wenn die jetzt, sage ich mal, noch die nächsten knapp 2 Monate, bevor die dann wirklich safe raus können, weil wir dann vielleicht keinen Frost mehr kriegen nachts, so lange können die dann, wäre es ganz gut, wenn die dann ein bisschen langsamer wachsen. Ja. Die Erbsen, die können eigentlich generell schon raus. Die werden aber wahrscheinlich auch erstmal nochmal in die Laube kommen, damit die sich so ein bisschen an das Halb draußen gewöhnen können. Dann werden wir die eventuell nächstes Wochenende rauspflanzen, weil jetzt gerade ist es trocken und einigermaßen gut sogar von der Bewölkung her. Aber die haben heute halt gemeldet, es soll den ganzen Tag übelst viel regnen. Deshalb ja, machen wir heute mehr so drinnen Sachen. Und ja, ich würde sagen, bei Gelegenheit holen wir euch mal dazu und dann könnt ihr mal ein bisschen schauen, was wir so ausfressen. Also bis später. Ja, und da bin ich auch schon wieder zurück. Das ist jetzt mal so ein bisschen die Gelegenheit, wo ich das mal ein kleines bisschen hier für euch nachvertone. Denn ja, wir hatten jetzt eine etwas längere Pause, wie bereits am Intro schon angekündigt oder erzählt. Wir hatten da so ein paar Schicksalsschläge auch in der Familie. Es ist ganz schön viel passiert, muss man sagen. Und das fiel dann zusammen direkt mit so einem allgemeinen sowieso Vlog-Blues so ein bisschen, wo man dann auch gedacht hat, naja. Und man muss auch dazu sagen, tatsächlich, warum das Ganze jetzt auch ein bisschen länger gedauert hat, bis wir hier wieder am Start sind. Man hat ein bisschen gemerkt, wenn man nicht nebenbei alles vloggt, was natürlich super viel Spaß macht und so, aber wenn man nicht nebenbei alles vloggt und man nicht nebenbei auch noch schneiden muss und so weiter und so fort und hochladen und so weiter, klappt das alles irgendwie ein bisschen besser. Es ist viel entspannter und man hat deutlich mehr Zeit. Also ja, es ist schon wirklich Wahnsinn, was man sich teilweise vorgemacht hat, dass was hier an Arbeit reinfließt. Man hat halt immer dran gedacht, ja, es ist eine Menge zu tun und es ist schwierig und ja, aber wie viel da im Endeffekt bei rumgekommen ist, das ist uns jetzt in der Zeit, wo wir halt mal nicht geblockt haben, halt wirklich auch aufgefallen und ja, das hat dann einfach dazu geführt, dass wir einfach gesagt haben, wir schauen einfach mal noch eine Woche länger und überlegen wirklich nochmal, ob man das dann weitermacht oder nicht oder wie das in Zukunft aussehen soll. Ja, hier übrigens ein kleiner Rundgang. Das ist jetzt 2 Wochen alt, das Videomaterial, was ihr hier gerade seht. Also ja, nicht wundern, der Frühling hat schon größere Schritte zurückgelegt seitdem. Das hat sich einiges verändert. Ja. Naja, auf jeden Fall haben wir beschlossen, dass wir ein bisschen, ich glaube, die 10 habe ich sogar zweimal drin. Naja, ist egal. Auf jeden Fall haben wir beschlossen, dass wir jetzt mal zumindest vorerst weitermachen werden und
Das Ganze wird dann in Zukunft wahrscheinlich eher so aussehen wie jetzt gerade, dass ich und Sarah halt nebenbei die ganze Zeit immer so ein bisschen den Fortschritt filmen. Ich habe ja auch eine ganze Weile wir haben das dann so gemacht, dass wir auch immer Zeitrafferaufnahmen drin hatten und immer dachten, ja, das war so ein bisschen mein Anspruch. Man packt alles rein, damit der Zuschauer alles sehen kann und ja, das muss eigentlich gar nicht sein. Also ich finde diese Zwischenszenen, wie wir die jetzt gerade sehen, zum Beispiel, die finde ich eigentlich gar nicht so schlecht. Also ihr könnt ja gleich mal in die Kommentare schreiben, wenn ihr mal eine Minute findet oder wenn ihr jetzt auch mal ein bisschen länger zugeschaut habt, wie ihr das Ganze so seht. Was ihr davon denkt. Hier sieht man auch übrigens die Tulpen, die sind jetzt mittlerweile alle, ja fast alle rausgekommen und das ist ein reinstes Blütenmeer geworden. Ja, auf jeden Fall könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, was ihr so davon haltet. Und ja, generell ist noch so ein bisschen die Überlegung, ob man jetzt wirklich wöchentlich rangeht oder vielleicht nur alle 2 Wochen. Das ja, werden wir uns dann nochmal überlegen. Also ich denke mal, jetzt spontan würde ich sagen, wir nehmen mal alle 2 Wochen. Und wenn dann halt doch wöchentlich was kommt, dann ist das halt einfach gerade, wie man Lust hat und wie man Laune hat und wie Material da gewesen ist. Und ja, ich denke, das wird uns alle ganz gut tun, was die Qualität des Vlogs angeht. Ähm, ja, und nächste Überlegung ist, wahrscheinlich ja, werden wir es versuchen, ein bisschen kürzer zu halten. Also heute ist ja nochmal knapp über 50 Minuten, wie ich gerade sehe. Das soll jetzt in Zukunft auch mal so ein kleines bisschen kürzer werden. Ja, je nachdem, was dann halt so anliegt. Ich denke mal, für die Vlog-Zusammenfassung, wie wir das jetzt hier machen, ist das vielleicht so relativ cool. So ist man immer auf dem neuesten Stand. So sieht man halt immer auch hier die ganzen Ostereier und alles, was so los ist und braucht dann auch nicht so lange Monologe, so wie jetzt halt im Vorfeld auch, die ich immer drin hat, 3, 4 Minuten, wo man halt nur mich sieht, wie ich halt irgendwas erzähle. Ich finde, für mich persönlich ist das, glaube ich, so ein bisschen schöner, so dass man halt ja dann einfach mal erzählt, was so los gewesen ist, während man sich das halt mal so ein bisschen anguckt, was so los gewesen ist. Ja. Naja, das auf jeden Fall dazu erstmal. Also wir machen auf jeden Fall weiter. Wir entschuldigen uns für die Ausfälle der letzten Wochen und ja, in Zukunft wird sich das halt dahingehend ein bisschen ändern. Hier auch der Liebstöckel, der ist mittlerweile auch deutlich, deutlich größer geworden. Also in Zukunft wird sich das ein bisschen so dahingehend ändern, dass wir sagen, einen festen Upload machen wir dann alle 2 Wochen und wenn dann mal zwischendurch was kommt, dann ist das halt optional und dann ist das eigentlich auch ganz cool. Müsste man vielleicht dann generell vielleicht später auch mal den Header, hätte ich jetzt fast gesagt, vom Kanal halt überarbeiten, dass wir halt nicht mehr sagen Weekly Vlogs, sondern Vlogs einfach nur. Naja, aber das ist ein Projekt für die Zukunft. Ja, kann ja auch genauso gut sein, je nachdem wie es ist, dass es dann auch wöchentlich weitergeht. Also ja, wir bleiben euch auf jeden Fall erhalten. Und wir hoffen, ihr bleibt uns auch erhalten und ihr schaut fleißig weiter zu und liked das Video und kommentiert fleißig und ja, seid einfach auch mal ein bisschen interaktiv mit dabei und nimmt so ein bisschen, ja, teil an unserer kleinen Vlogreise hier. Weil das ist auch so ein bisschen das, worüber ich schon nachgedacht habe. Es ist jetzt alles immer so schön dokumentiert gewesen auf Videos. Man kann sich halt teilweise auch angucken, was so vor 2, 3 Jahren gewesen ist. Und das fand ich halt auch super cool irgendwo, weil wenn ich mir jetzt überlege, ich bin vielleicht irgendwann mal alt und grau oder so, und dann gibt es aber diese Videos noch und dann kann man halt sehen, was dann so los ist. Ne? Also das ist eigentlich auch eine ganz coole Geschichte. Ne? Ja. Naja, auf jeden Fall, liebe Leute, muss ich mich jetzt mal kurz verabschieden, denn jetzt übernimmt gleich Sarah mal ganz kurz den Part und dann sehen wir uns später im Video irgendwann mal wieder. Also bis dann. Filmst du mich heimlich? Ich guck gerade. Normalerweise wären ja solche Kästen. Hier, guck mal, 2,79 €. Wir haben zwar welche.
Ein winzig kleiner Einkaufshall. Ein paar Sachen davon haben wir schon drin und Blumenerde ist auch dabei und so. Aber so, was es an Pflanzen ist, sind hier von jeder Sorte ein kleines Stiefmütterchen. Dann haben wir hier noch einen Pfirsich. Die gab es auch noch in rosa. Der sah auch sehr cool aus, der war aber schweineteuer. Haben wir den genommen. Dann haben wir hier 2 Kollegen, das sind die hier. Die beiden sind sibirische Blaubeeren oder auch Maibeeren genannt. Die sehen ganz wild aus. Ist hier nicht irgendwo ein Bild gewesen? Ja, genau. Schaut mal hier. So sehen die aus. Sieht ein bisschen aus wie eine fleischfressende Pflanze. Und ich stehe ja total auf Blaubeeren, deswegen denke ich, die werden auch mega geil werden. Und das hier daneben ist eine Maulbeere. Ich glaube, eine rote, ne? Oder sind das beide? Nee, schwarze Maulbeere. Ja, ich kenne bis jetzt nur die getrocknete Version und die weiße. Deswegen keine Ahnung, aber Beeren schmecken immer gut. Die werden auch ganz lecker sein. Die finde ich super interessant. Ja, die habe ich schon gezeigt Vor allen Dingen, gerade. weil das auch eine Sorte ist, die jetzt keinen besonderen Boden braucht und weil das auch eine andere Beerensorte ist. Auch noch zusätzlich. Mhm. Vielfalt. Vielfalt, wie unsere Forsythia mit den Eiern. Hast du den Hasen schon gefilmt? Den Hasen. Okay, so viel dazu. Diesen Hasen. Tada! Den haben, wartet, so jetzt sieht man ihn, meine Eltern uns zu Ostern quasi vorträglich geschenkt. Selber gebaut und geschenkt. Sind auch schon ein paar Stiefmütterchen drin, die haben sie allerdings mitgeschenkt. Das sind die frisch gekauften. Und noch so einen Hasenkollegen von dem Nachbarn, der den uns ausgehändigt hat. Deswegen habe ich gefragt, welchen Hasen. Und weil noch mehr Hasen überall stehen jetzt. Mhm. Wir fahren jetzt einkaufen, wir holen einen Sojajoghurt, damit ich einen Tzatziki machen kann zum Mittag. Und dann gibt's Mittag. Also bis später. So Leute, 16 Uhr. Wir sind jetzt gerade vom Baumarkt wiedergekommen. Ihr habt ja, glaube ich, kurz von Sarah gesehen, was wir dort so gekauft haben. Auf jeden Fall eine Maulbeere, 2 sibirische Blaubeeren und ein Pfirsich, der schon am Blühen ist. Der wird dann wahrscheinlich hier vorne hinkommen. Hier direkt dort, wo das Vogelfutterhäuschen ist, dort in diesem Bereich. Vielleicht da, wo das Bienenhäuschen, so auf die Ecke irgendwo hin. Ja, ich bin mir nicht sicher, ob Pfirsich wirklich gut wächst hier bei uns in unseren Breiten. Und wahrscheinlich ist es auch gar nicht gut, dass der jetzt schon blüht. Aber ja, Sarah wollte das gerne mal ausprobieren und deswegen machen wir das. Ja, und jetzt wollte ich hier mal weiter die Stangenbohnen umpflanzen. Die ersten paar haben wir schon gemacht. Übrigens hier auch vom Baumarkt ein Solarlicht mit Bewegungsmelder, weil wir ja demnächst dann wahrscheinlich auch morgens, also ich meine, es ist ja morgens immer früher hell, aber wir werden ja trotzdem noch eine Zeit lang im Dunkeln rausgehen, eventuell, einmal um zu gießen und dementsprechend, ja, vielleicht ganz praktisch. Ja. Ich habe auch schon mal das andere Gemüse mit rausgenommen. Oh, es regnet die ganze Zeit schon wie Bindfäden. Ja, wie gesagt, das wollte ich heute vielleicht auch noch mal ein Stück weit versuchen. Ein bisschen Petersilie umzupflanzen, Kohlrabi, alles mal so ein bisschen ja, in größere Töpfe mit anderer Erde und dann dementsprechend auch hier vorne hin. Und ja, Sarah hat sich ein paar Stiefmütterchen gekauft, die wollte sie gleich auch noch einpflanzen. Und das werden wir jetzt noch machen. Ich denke mal, viel filmen werden wir dabei jetzt nicht. Aber vielleicht zeigen wir euch dann nachher das Ergebnis, wenn es fertig ist. Gut, bis später. Ja, und jetzt wundert ihr euch bestimmt, das ist jetzt das dazugehörige Umpikier-Video aus, ja, vom Anfang, von der Begrüßung sozusagen, vom Karfreitag. Ja, ich habe ja gesagt, das ist ein bisschen chaotisch, aber ich wollte dieses andere Videomaterial, wollte ich euch nicht vorenthalten und ja, praktisch ist das jetzt wieder ein Sprung in die Zukunft und dann werden wir gleich wieder aktuell. Übrigens habe ich ja auch gesagt, ich werde den Mais dort einpflanzen. Das sieht man jetzt im Video nicht, denn da habe ich nämlich festgestellt, sieht man gleich ganz zum Ende, ganz kurz, dass man den erst ein bisschen einweichen sollte. Und ja, kleine Spoiler, der wächst auch mittlerweile schon. Also bis später. Guten Morgen und willkommen am Samstag.
Ja, Samstag. Wir haben gestern einen kleinen Skip gemacht. Ich habe gestern ja das Umtopfen noch übernommen und danach bin ich praktisch ja, kurzfristig von der Arbeit abgehalten worden. Und ja, dann wurde das Wetter ein bisschen bescheidener und dann habe ich auch gedacht, ja, windig und sieht ein bisschen nach Regen aus. Deshalb habe ich gestern draußen gar nichts mehr gemacht und habe mich dann nur noch um den Papierkram gekümmert gestern Nachmittag. Ja, das heißt, heute müssen wir umso mehr schaffen. Heute sieht es auch besser aus. Heute soll das Wetter richtig gut werden. Wir können ja mal kurz rausgehen. Ja, man hört die Vögelchen schon zwitschern. Ja, auf jeden Fall sieht es aktuell noch nicht so ganz danach aus. Aber ich denke mal, das ist nur irgendwie ja, Hochnebel oder so, der sich dann nachher noch verziehen wird, sobald die Sonne ein bisschen mehr Kraft hat. Ja, auf jeden Fall sind die Vögel heute in Hochzeitsstimmung. Ja, gut. Ich würde sagen, wir werden uns dann gleich erstmal darum kümmern, die Kartoffeln auszupflanzen. Und ja, generell, weil es die ganzen nächsten Tage richtig beschissenes Wetter werden soll, dass das halt schon mal fertig ist mit dem Anhäufeln und alles. Und ja, dann schauen wir mal, was wir sonst noch so schaffen. Also es liegt ein Haufen Zeug an. Hier auch nochmal ein kurzes Update von unserem Gemüse. Es wächst alles sehr gut, außer die Stangenbohnen. Man sieht es vielleicht, hier haben wir eine Erbse, die wächst hervorragend. Und hier haben wir eine Stangenbohne, die definitiv abgestorben ist. Und das liegt daran, weil wir haben die ja rausgeschafft und dann hatten wir letztes Mal noch tatsächlich eine Nacht oder 2 Nächte hintereinander -6 Grad, obwohl es tagsüber wieder in den Plus gegangen ist. Aber das können die natürlich überhaupt nicht ab und dann hat es der Frost auch ein bisschen geschafft, hier reinzukommen und hat dann mal den Stangenbohnen ein bisschen zugesetzt. Man sieht hier ja auch unter anderem eine, die hat auch, die beiden Blätter sind auf jeden Fall vom Frost abgestorben. Aber es ist noch Leben drin, also sie wächst seitdem hier oben weiter und einige andere auch. Deswegen beobachten wir das. Deswegen beobachten wir das einfach mal ein bisschen und schauen mal, wie sich das dann weiterentwickelt. Wir haben ja auch noch ein paar neue Stangenbohnen angezogen. Die können dann dementsprechend die Plätze dann hier einnehmen, wenn es dann soweit ist. Ja. Und dann bin ich auch noch hier Sorgenkind. Das nächste. Das ist die Paprika von letzten Jahr. Die hat noch 3 grüne Blätter. Und ansonsten sieht die gar nicht gut aus. Ich denke mal, ja, ich werde sie noch stehen lassen. War wohl eine Zeit lang ein bisschen zu sehr gewässert und das konnten die dann wahrscheinlich nicht so gut abhaben. Vielleicht fängt sie sich nochmal. Ich werde es mal abwarten. Und ansonsten, ja, wir haben noch einige neue Paprikas ausgesät, die keimen auch schon fleißig. Muss man im Übrigen heute auch schon umtopfen, weil die kriegen schon das nächste Blätterpaar. Gut, na, ich würde sagen, wir starten dann jetzt mal durch. Korridoren, dass man auch auf 40 Stunden hochgehen kann mit entsprechender Erhöhung dann der Vergütung pro Stunde in der Woche von 2,7%. Insofern ist das ja durchaus ein Modell, das in beide Richtungen wirkt. Auf der einen Seite den möglichen Wünschen der Beschäftigten Rechnung trägt, aber auch den Notwendigkeiten, letztlich gesellschaftlichen Notwendigkeiten. Morgen! Ach ja, ich glaube, heute wird ein schöner Tag. Vögelchen sind am Zwitschern. Ja, das ist richtig. Ja, Leute, und da sind wir zurück. Jetzt kann ich euch schon mal sagen, gibt es keine Zwischenvideos mehr, wo ich irgendwas erzähle, sondern ich habe jetzt einfach nur immer mal zwischendurch gefilmt, was wir so gemacht haben. Ja, auf jeden Fall hier an dem einen Samstag fleißig erstmal das Zwiebelbeet jäten. Eigentlich war der ursprüngliche Plan, den Garten weiter umzugraben, denn wir befinden uns jetzt hier am Samstag vor Ostern. Ja,
eigentlich in der Urlaubs- bzw. Gartenwoche. Hier kann man auch sehen, sieht man vielleicht schlecht, ein bisschen schon Kartoffeln gepflanzt. Die ersten beiden Reihen, da wo die Schnüre sind, da wo diese Hacke liegt, da sind jetzt Kartoffeln drin. Ja, und hier nochmal einen kleinen Einblick auf diesen Osterhasen, den die Schwiegereltern für uns gemacht haben. Also der macht ganz schön was her, der steht auch immer noch dort draußen. Ja, man muss schon sagen, alles blüht, alles duftet. Es war gestern ja auch schon so ein richtig warmer Tag. Hier auch die Obstbaumblüten, die sich so langsam bilden, die sind jetzt Weißt du, auch dass es voll Leben dabei. sein Es ist kann, das, was du da schneeweiß. kochen Die blühen so kraftvoll. Bin ich mal gespannt, was daraus wird. Vielleicht passt das hier auch. Auf jeden Fall. Könnt ihr ja mal in die Kommentare schreiben, wie ihr das jetzt hier so findet, dass wir das so im Nachhinein so ein bisschen Kann man nachvertonen. sich schon auf die Wiese Ähm, legen? und man trotzdem so mitbekommt. Mir ist auch gerade noch eingefallen, hier sieht man übrigens unser Wohnzimmer. Als Stilmittel, was ich ein bisschen ändern würde, ich würde auch ein bisschen weniger Musik einbauen wollen. Also ihr könnt ja auch mal in die Kommentare schreiben, ob das für euch vielleicht auch okay ist oder ob es zu langweilig ist eventuell. Aber ich fand irgendwie jetzt beim Schneiden, dass es von der Atmosphäre her halt irgendwie auch cool ist, wenn man so das Feuer knistern hört, die Vögel zwitschern und ja, das hat auch ein bisschen was für sich. Ja. Hier war ich übrigens fleißig im Garten. Da habe ich erstmal so ein bisschen Altlasten zurückgebaut und ja, man muss ja auch den Schrottcontainer voll kriegen. Der muss jetzt ja auch kommende Woche abgeholt werden, genauso wie die Müllmulde. Ja, heute ist ja übrigens Sonntag in der aller Frühe, also mittlerweile 6:22 Uhr. Ich habe den Vlog gestern größtenteils schon fertig geschnitten. Allerdings dachte ich, ich werde jetzt in der Früh mal, wenn alles noch still ist, diese Nachvertonung beziehungsweise ja das drüber kommentieren übernehmen, weil da war ich gestern auch schon, ja, wäre vom Kopf her wahrscheinlich noch möglich gewesen, aber ich glaube, heute ist die Qualität ein bisschen besser, wenn man es dann heute mal angeht. Ja, auf jeden Fall wirklich viel passiert. Ihr werdet es dann auch in den kommenden Sequenzen noch sehen. Ja, aufregende Zeiten. Ich muss auch sagen, ich habe auch zwischendurch, war ich mal ein bisschen erkältet. Hier sieht man übrigens auch mal ein kleines Loch von der Wildbiene. Das habe ich gemerkt, wo ich dort am Arbeiten war, dass dort überall diese Löcher sind. Jetzt gerade tut sich dort die Ameise so ein bisschen gütlich. Ich hatte, keine Ahnung, das hier wahrscheinlich eine halbe Stunde laufen lassen mit der Kamera in der Hoffnung, dass die Biene nochmal einfliegt. Ich habe sie nicht wieder rausfliegen sehen, weil die ist eingeflogen. Das heißt, die ist dort noch drin und kriegt jetzt gerade Besuch von einer Kellase. Naja, auf jeden Fall, worauf ich hinaus wollte, ich war zwischendurch mal krank und habe dann dementsprechend auch so ein bisschen, tatsächlich Blutdruck bekommen und bin damit auch beim Arzt gewesen. Das muss jetzt demnächst mal abgecheckt werden. Also, ja, der zweite Wert, der war über 100, also schon ein bisschen sehr hoch. Ich weiß auch nicht, was da los war. Ich habe es auf jeden Fall deutlich gemerkt. Ich weiß nicht, ob es was mit der Arbeit zu tun hat, weil es dort so stressig ist, weil es ist jetzt in der Urlaubswoche so die letzten Tage immer weiter runtergegangen und gestern, da waren es nur noch 118 zu 64 oder so, lass mich lügen. Also 64 weiß ich auf jeden Fall sicher und dass der obere Wert auch unter 120 war. Also ja, da war es dann im grünen Bereich wieder. Also man merkt schon, dass mir das gut tut, dort im Garten zu arbeiten und so. Ich muss das mal ein bisschen beobachten, wie das dann nächste Woche mit der Arbeit dann wieder wird, weil ja, dann geht der Stress wieder los, liebe Leute. Apropos Stress, ich wollte hier den Pfirsich einpflanzen, der übrigens immer noch nicht eingepflanzt ist. Das wollen wir heute erledigen. Und habe dann so ein kleines Steinchen gefunden und dann dachte so, den kriegst du da ja wahrscheinlich irgendwie raus. Der sah auch erstmal nur so aus. Man erwartet ja jetzt nicht, dass der so in die Tiefe geht, wie ihr später noch sehen werdet. Aber ja, das Loch wurde dann immer größer und ich musste dann fleißig immer weiter dort rangehen und mit der Schippe hebeln und alles Mögliche in die Wege leiten, damit es halt irgendwie funktioniert. Ja, so viel zum Plan. Wir machen ein kleines Loch und buddeln dann den Pfirsich ein. Ja, und zum Schluss ist es fast ein Pool geworden. Aber naja, wir werden mal schauen, wie das funktioniert, wie wir das Steinchen dort rauskriegen. Ja.
Naja, auf jeden Fall nochmal zurück zu der Arztgeschichte. Ja, wir werden jetzt ein paar Folgeuntersuchungen machen. Das muss ich dann noch mit der Arbeit noch abklären. Also so ein Langzeit-EKG und sowas halt. Einfach mal gucken, was dort los ist. Ich denke mal, ja, ich hoffe mal, dass dort nicht großartig irgendwas bei rumkommen wird. Aber, ja, wir werden sehen. Ich glaube, Hauptauslöser ist wahrscheinlich der Stress auf der Arbeit und ja, dass man einfach zu wenig darauf geachtet hat, dass man auch diesen Ausgleich hat. Also es ist zwar körperlich harte Arbeit, aber im Prinzip ist es für mich der ideale Ausgleich. Also es ist schön ruhig und ja, man kann sich halt körperlich auch ein bisschen betätigen. Es ist nicht zu anstrengend teilweise, auch wenn ich hier vielleicht im Video ein Stück weit irgendwo mal anders rüberkommen werde, aber ja, das ist halt für mich so ein bisschen ideal. Man kann so ein bisschen die Insekten beobachten, die Vögel zwitschern rum und ja, man hat hier und da auch mal einen Nachbarn, mit dem man kurz redet. Hat man ja zum Beispiel eine Nachbarin auch gerade eben im Video mitbekommen. Ja. Ach ja, sowas ist doch was Schönes. Ich muss übrigens auch sagen, wir haben auch überall auf dem Rasen dieses Jahr so ein komisches Kraut wachsen. Rasenbrotkraut oder so ähnlich. Sarah hat das gestern mal gegoogelt, das war mir nämlich aufgefallen. Das ist unter anderem auch ein Anzeiger, dass der Boden sehr mager ist und sehr sauer. Das heißt, wir müssten vielleicht auch mal ein bisschen kalken und ja, ich muss mich da auch mal ein bisschen mit beschäftigen. Ein bisschen genauer, was man da dann machen sollte. Ja, gibt's doch nicht. Da kann man schon teilweise ein bisschen verzweifeln. Also der Stein ist insgesamt 65, fast 70 Zentimeter hoch und steckt dort hochkant drin, mit einem Loch oben drin. Also, weiß ich nicht, da könnte auch mal jemand von euch in die Kommentare schreiben, ist das irgendwie... Also es ist meiner Meinung nach, also es ist Granit, es ist aber von der Funktion her so ein bisschen wie ein Fundament und ich bin mir nicht sicher, wozu das gehört. Also heutzutage macht man ja Fundament und dann steckt man dort eine Eisenstange rein und dann kommt das Holz ein bisschen später oben drauf, also einfach als Feuchtigkeitsschutz. Das hat man aber damals nicht so gemacht und ich glaube, das ist noch ein Stein, der ist noch von der Entstehungszeit des Hauses. Dementsprechend auch tief in der Erde drin und ich habe keine Ahnung, wofür der da ist. Also muss ich euch wirklich sagen. Also ich denke mal vielleicht ein Zaunfall von einem Bauerngarten oder so. Na, was ist denn hier los? Hier habe ich zwischendurch mal Flocke erwischt, die, keine Ahnung warum, neuerdings bevorzugt auf diesem kleinen runden Tisch im Wohnzimmer zu sitzen, zu liegen. Naja. Und hier auch nochmal ein kleines Update von den Hasen, falls sie jemand schon vermisst hat. Da ist es, glaube ich, das letzte Mal gewesen, wo die normalen Salat aus dem Laden bekommen haben. Und ja, ab jetzt gibt es halt immer frisch. Das ist zum Beispiel schon ein Teil vom Löwenzahn, den habe ich bei den Wilderdbeeren aus dem Beet geholt. Da waren übrigens auch schon wieder übelst viele Schnecken drin, die musste ich auch erstmal alle raussammeln, also Wahnsinn. Ach ja, aber die werden wir dann Schritt für Schritt jetzt mal alle immer raussammeln. Ja. Und dann geht es direkt nahtlos weiter. Ich habe vorgehabt, ja, dadurch, dass der Rasen jetzt auch schon ein bisschen höher ist, den Rasenmäher fit zu machen fürs neue Jahr. Der hat ja letztes Jahr auch schon mal so ein bisschen rumgezickt und da habe ich gedacht, ja, machst du das mal einfach. Und habe dann mal das Blatt abgebaut und ja, vorher die Flüssigkeiten natürlich abgelassen. Benzin war eigentlich so gut wie gar nicht mehr drauf und ja, erschreckenderweise Öl war auch gar nichts mehr drauf. Also der Ballstab, der war ein bisschen befeuchtet noch, aber ansonsten war nichts mehr drauf. Das könnte auch erklären, warum der so ein bisschen bei den letzten 2-mal Mähen letztes Jahr anfängt zu ruppeln und zu zuppeln. Der wird sich wahrscheinlich gedacht haben, ja, Kollege, füll mal ein bisschen Öl auf. Naja, auf jeden Fall habe ich zu dem Zeitpunkt dann schon, habe ich noch guter Dinge gedacht, ja, den kriegst du wohl wieder hin, machst du den erstmal schön sauber und schärfst dann das Blatt. Und in dem Moment habe ich dann festgestellt, oha, bei dem Teil dort für die Messeraufnahme, da fehlt einfach mal die Hälfte. Das ist so ein gusseisernes Teil und das ist einfach abgebrochen und ja.
Aber man muss dazu sagen, zu dem Zeitpunkt wusste ich dann auch noch nicht, dass dieser Rasenmäher Baujahr 95 ist und dass es keinerlei Ersatzteile mehr dafür gibt. Also ich habe die Teileliste im Internet gefunden und es gab auch bis vor kurzem, bis vor 2, 3 Jahren auch noch die Möglichkeit, Teile dort zu bestellen. Mittlerweile sind die Teile aber aus und das Teil, was ich hätte gebraucht, das, was dort abgebrochen ist, das kriegt man nirgendwo mehr. Und dadurch, dass auch kein Öl auf dem Rasenmäher war, habe ich dann den Entschluss gefasst, den guten Freund, der uns die letzten 2, 3 Jahre immer durch die Saison gebracht hat, ja, ein würdiges Begräbnis im Schrottcontainer zu bescheren. Naja, auf jeden Fall haben wir noch so einen alten Elektrorasenmäher und den habe ich mir dann mal hervorgekramt. Der kommt ja auch noch von den Vorbesitzern, Messer geschärft, so ein bisschen wie es ging. Also das war schon ganz schön ramponiert von den ganzen Steinen. Aber naja. Ja, und die findet man auch gelegentlich mal beim Werkstattaufräumen. Pfauenaugen am Fenster dort. Ich weiß nicht, ob die dort reingeflogen sind oder ob die dort überwintert haben. Aber ja. Eigentlich wollte ich auch filmen, wie die wegfliegen. Da war ich aber nicht schnell genug. Ja. Jetzt seht ihr übrigens gleich mal den Elektromäher in Action. Ich finde, ja, es geht so vom Schneiden her. Bisschen unpraktisch ist natürlich, dass man das Kabel noch hinter sich herziehen muss, die ganze Zeit. Aber man gewöhnt sich dran. Also wir werden jetzt erstmal keinen neuen Rasenmäher kaufen, sondern wir werden jetzt erstmal den vorhandenen noch weiter nutzen. Ja, so ein Elektromäher kann ja unter Umständen auch sehr alt werden. Wobei ich aber nicht weiß, wie alt dieser ist. Der müsste dann ja auch irgendwo um die 2000 rum mal angeschafft worden sein. Und so wie das Schneidblatt aussah, hat der auch schon ganz schön viel gearbeitet in seinem Leben. Naja, wir werden sehen. Auf jeden Fall werden wir den vorerst mal benutzen. Und ja, mal schauen, wie sich das so machen lässt. Ein Teil der Grasfläche hinten wird ja noch umgewandelt in Gemüsebeete und dementsprechend ist es auch ein bisschen weniger zu mähen. Einzigste, was mir halt noch Sorgen macht, ist halt vorne die große Fläche, wo die Obstbäume stehen. Da muss ich dann wahrscheinlich 2-3 Mal das Kabel umlegen und ich glaube, vielleicht komme ich auch nicht ganz bis zum Ende des Grundstücks. Da muss ich dann vielleicht nochmal eine Verlängerung machen. Aber ja, kommt Zeit, kommt Rat. Ich denke mal, das werde ich dann nächstes Wochenende machen. Ja. Und wie ihr sehen könnt, immer fleißig Holzmaterial, also das wurmstichige Material, was wir aus dem Haushalt rückgebaut haben, was auch noch hier an den Seiten in den Verschlägen liegt. Das haben wir dann nebenbei, weil es ja unbehandeltes Holz ist, immer schön verfeuert. Der Haufen ist jetzt auch schon deutlich kleiner geworden. Mal schauen, ob wir den vor dem Hochsommer noch ganz weggebrannt kriegen oder halt nicht. Ja, aber man hört schon, er hat teilweise Probleme, aber man muss auch sagen, dort hinten ist auch wirklich wahnsinnig viel Moos und das auch ziemlich hoch gewachsen. Also, ja, mal schauen. Der Rasenmäher wird uns auf jeden Fall die nächste Zeit ein bisschen begleiten. Aber man sieht auch schon, es ist wirklich alles mit voller Energie am Austreiben, am Blühen, am Wachsen, was das Zeug hält. Ich hoffe so sehr, dass es nicht noch irgendwie Frost gibt, solange der Apfelbaum blüht, weil der hat jetzt dieses Wochenende damit angefangen, die Blüten sind aufgegangen. Wenn es jetzt einen dicken Frost gibt, bevor sich die Äpfelchen bilden, so wie im letzten Jahr, dann wird es halt dieses Jahr auch schon wieder keine Äpfel geben. Das wäre ein bisschen super schade. Deswegen hoffe ich, dass die warmen Temperaturen gerade aktuell und auch die nächsten Tage denen so ein bisschen dabei helfen, dass er halt schnell anfängt, die Äpfelchen zu bilden, sodass man dann, ja, ich glaube, soweit ich weiß, dass die sterben dann nicht ab, wenn dann mal so ein leichter Frost kommt noch. Ja. Nicht so wie die minus 6 Grad, wie vorher im Video mal erwähnt mit den Stangenbohnen. Ich musste auch so ein bisschen lachen, wo ich ganz zum Anfang, ich glaube bei 9 Minuten rum oder so davon erzählt habe,
ja, hier die Stangenbohnen und wir werden die jetzt mal in die Laube stellen und ja, hoffen, dass da nicht mehr so sehr der Frost kommt und dann haben wir einfach nochmal 2,5 Nächte lang minus 6 Grad gehabt, also ja. Also über die Hälfte der Bohnen ist dann eingegangen in dem Zeitraum und ja, die andere Hälfte, die wächst jetzt schon noch ein bisschen vor sich hin, der geht es aber nicht so gut wie die mittlerweile neuen, die wir im Haus nochmal nachgezogen haben. Aber ich denke, wir werden nochmal welche nachziehen müssen, denn ja, für die Randgerüste, die wir dafür vorgesehen haben, dafür ist es, glaube ich, noch ein bisschen zu wenig. Und Ist das ein Steinchen? ist das ein Steinchen? Ja, Sarah steht oben am Fenster und hört mich dann dementsprechend ein bisschen schlechter, deswegen musste ich gerade mal ein bisschen lauter reden. Ja, das ist jetzt meine Konstruktion, den Stein dort rauszuziehen. Schlups drum, dann, ja, ich glaube, einen Kettenzug halt. Ich weiß gar nicht, ein Laufrollenkettenzug oder irgendwie so ähnlich heißt der, keine Ahnung. Kennt man vielleicht aus der Autowerkstatt. Der kann 1 Tonne ziehen. So schwer ist der Stein natürlich nicht. Ja, und dann haben wir ja diese super lange Trittleiter aus Holz. Die musst du dann mal dafür herhalten. Etwas oben weiter liegt ein Kantholz. Da ist auch ein Schlups drum. Da hängt dann der Seilzug dran, der Kettenzug. Ja, wie ihr sehen könnt, lässt sich das ganz gut machen. Aber ich habe halt auch gemerkt, dass man den Stein halt selbst mit der Sackkarre schwierig wegbekommt. Also der ist wirklich so dermaßen schwer. Also das ist echt schon ein bisschen eigenartig. Aber gut, Granit hat eine hohe Rohdichte, also dementsprechend, ja, ist ja auch schwer. Hier sieht man auch nochmal die Trittleiter in ganzer Länge. Und die haben wir oben schon mal auseinandergebaut, einfach damit man die leichter transportieren kann. Ja, und hier merke ich dann nochmal, wie schwer der Stein ist. Deswegen steht er dort auch noch. Also, ihr könnt ja mal in die Kommentare schreiben, wo wir diesen Stein hinstellen sollen. Und ja, ich werde mir dann mal überlegen, wie ich den dann dorthin kriege. Hier sieht man auch nochmal gut das Loch. Also es ist wirklich ein Stein, wie gemacht, wie ein Fundament, was man heutzutage aus Beton machen würde. Und oben das Loch ist auf jeden Fall reingebohrt. Also ich habe absolut keine Ahnung, wofür das gut gewesen sein. Ob dort irgendwie ein Stift drin war, ein Eisenstift oder sowas, wo dann ein anderer Stein noch drauf stand, von einem Gartenportal oder irgendwie sowas. Aber das passt eigentlich nicht so gut zum Haus. Auch dieses aufwendige gearbeitet. Also, es ist ja auch mal eine Taverne gewesen. Also ich weiß nicht, dementsprechend, vielleicht gab es da auch noch was dazu, aber das ist halt schon so lange her, dass sich da halt von den Nachbarn auch niemand mehr dran erinnern kann. Und ja, ich hab keine Ahnung, liebe Leute. Also schreibt es mal in die Kommentare, falls ihr eine Ahnung habt, was das für ein Stein ist. Also meiner Meinung nach höchstens ein Fundament für irgendwas. Das passt auch dazu, dass er so drin steckte, wie er hier steht. Ja, jetzt nochmal zum Abschluss ein kleines bisschen was wir gestern so gefilmt haben. Man sieht, wie die Tulpen wachsen dort hinten. Ja, Feuertonne nach wie vor fleißig dran. Und hier sieht man mich jetzt, wie ich die nächsten Kartoffeln einbringe. Das ganze Stück ist auch noch fertig geworden. Das sieht man jetzt auch nicht komplett im Video. Ja, und dann habe ich noch ein bisschen umgegraben dort. Ja, jetzt vom Bildschirmseite aus rechts, da geht jetzt ein Weg neben dem Beet lang, so 50 breit, und daneben habe ich dann schon wieder 3 Spuren umgegraben. Da werden wir dann heute wahrscheinlich die Erbsen einpflanzen. Ja, denke ich mal zumindest. Also soweit erstmal der Plan. Heute ist ja auch der letzte Tag vom Urlaub, morgen geht der Arbeitsstress wieder los. Ich will mal überlegen, ob wir den Tag heute dann draußen verbringen mit Gartenarbeit, weil ich habe auch ein bisschen Muskelkater, aber ja, es wäre, glaube ich, das Beste, weil es tut mir so gut draußen an der frischen Luft und ja, man merkt halt richtig, wie zufrieden einen das macht. Ja, hier nochmal das fertige Ergebnis, vorne das Loch, nicht wundern, das ist vom Umgraben. Ja, viele nehmen ja die ganze Längsseite, den ersten Abstich raus, das haben wir nicht, sondern wir, ja,
Ich mache das dann so, dass ich immer einen Abstich habe, das Abstichloch, und dann klappe ich das halt immer um. Naja, gut, jetzt wechseln wir nochmal kurz rüber und dann sind wir auch gleich schon so ziemlich durch mit dem Video für heute. Ja, hier nochmal hinten aus dem Garten, eins der letzten, oder das, glaube ich, letzte Video, was ich gestern noch aufgenommen habe. Hier sieht man auch die alte Betonpappe auf dem Dach, die noch nächstes Jahr runter soll. Ja, eigentlich wollte ich auch nur einen kurzen Schwenk nochmal durch den Garten machen. Da hinten sieht man auch den Bären, den Solarbären, der schon leuchtet. Im Block hört. Ja, hier der Bereich, wo die ganzen Wildbienen gerade fleißig nisten. Da haben wir auch Klee ausgesät. Da oben auch nochmal so ein Insektenhotel. Das große Ein dort gekauftes. Also die sind ja nicht so gut. Das muss ich sauber machen. Da gehört normalerweise die Vogeltränke. Da ist ein Stein drin. Das ist ja letztes Jahr auch schon Vogeltränke gewesen. Da oben rechts habe ich den Solarstrahler angebaut. Und morgen Und das müssen ist wir der den Pfirsichbaum Pfirsich mittlerweile. Also der ist auch schon voll dabei. Und die Paprika, die natürlich nicht mehr Und so. leider ist die Paprika jetzt doch ganz tot. Nein, noch ein bisschen warten. Ja, noch ist der Stängel grün, aber ich glaube nicht, dass die nochmal ein Blatt kriegt. Wir gießen sie einfach immer so ein Stückchen mit und gucken, was passiert. Ja, Sarah möchte noch unbedingt versuchen, ob die noch ein Blatt kriegt, aber ich glaube es natürlich nicht mehr. Schade. Hat es fast durch den Winter geschafft. Pupi sagt auch, Paprika. Das Rohr hier unten, das muss ich auch nochmal fertig machen, dass es dann vernünftig aussieht. Hasenklopfen-Alarm. Das da auch zu putzen. Die Ecken. Ja, ja. Ja, und jetzt zum Abschluss nochmal eine Impression. An einem Wochenende, wo kein Vlog war, haben Sarah, ich und ein Kumpel diesen alten Backofen zurückgebaut. Wir haben den praktisch komplett in Einzelteile zerlegt und der soll jetzt, soll irgendwann vielleicht mal hier bei uns wieder aufgebaut werden. Also wir haben jetzt erstmal das ganze Fachwerk drumherum durchnummeriert, die Brennkammer aus Schamottstein geborgen, die ganzen Teile, die dazugehören, und dann oben sieht man hier auch die Kuppel aus Lehm dort drin. Das sind ungefähr, 400 Liter Lehm. Ich weiß jetzt nicht, wie viele Kilos das sind, aber ja, das haben wir alles in Sicherheit gebracht. Das, was weggeschmissen werden musste, sind natürlich diese Holzschindeln, die dort drauf waren. Und der Klinkerkern, den werde ich dann dementsprechend dann neu mauern, wenn es dann soweit ist. Aber das ist dann ein Projekt für die weite Zukunft. Auf jeden Fall, das war auch mal ein strammer Tag am Samstag noch. Und da habe ich mir dann auch diese komische Erkältung geholt. Also da fing es dann an. Die aber mittlerweile größtenteils auskuriert ist. Ja. Und jetzt nochmal zum Abschluss den Ofen in Gänze. Wir sind am Ende des Videos angekommen, liebe Leute. Wenn es euch gefallen hat, schreibt in die Kommentare, was das Zeug hält. Gebt dem Video ein Like, abonniert, wenn ihr es noch nicht gemacht habt. Und ja, wir wünschen euch einen tollen Start in die neue Woche. Nächste Woche vielleicht, wenn dann direkt der Vlog kommt, dann schon ab Samstag. Mal schauen, werden wir dann sehen. Auf jeden Fall bis dahin, habt eine schöne Zeit, bleibt gesund und wir hören und sehen uns. Ciao, ciao.